ich freue mich, da zu sein mit dir. Und wir sind in München, wo wir ein Büro haben und wir arbeiten zusammen in einer der wichtigsten Bereiche der Welt. Und ich wollte fragen, was machen wir zusammen? Wieso ist es interessant und wieso ist es so kompliziert? Ja, Alex, ich freue mich wirklich hier zu sein heute und dass wir zusammen sprechen über ein ganz wichtiges Thema, das alle beschäftigt. Halbleiter sind ein ganz wichtiges Thema momentan. Ich bin Kai Beckmann von der Merck KGaA in Darmstadt in Deutschland. Und wir beide arbeiten ja schon sehr lange zusammen, seit vielen, vielen Jahren und seit kurzem zum Thema Halbleiter. Ja, und wir kamen zusammen in einem anderen Bereich. Also Halbleiter, also so ungefähr die meisten Menschen denken, es gibt irgendwie einen Halbleiter ungefähr wie es Milch gibt bei Kühe. Und Halbleiter herzustellen ist eine der kompliziertesten Dinge der Welt. Und wie werden die hergestellt und wieso ist das kompliziert und wieso bräuchte man zusammenzuarbeiten? Ich meine, es ist angenehm, dass wir einander sehen. Wir arbeiten gern mit dir, aber wieso müssen wir zusammenarbeiten? Was sind die Komplexitäten und wieso hängt die ganze Welt von Halbleitern ab? Ich glaube, in diesem Jahr hat jeder gemerkt, das ging letztes Jahr los, dass plötzlich Halbleiter knapp wurden und plötzlich wurden Halbleiter wichtig für alle Menschen. Und Halbleiter ist nicht ein austauschbares Objekt, wo es wenige gibt und dann nehme ich diesen oder den und dann geht mein Auto trotzdem, sondern es sind ganz hochspezialisierte Bauteile, von denen es Tausende verschiedene gibt und die in ganz unterschiedlichen Technologien gefertigt werden, von verschiedenen Firmen gefertigt werden und dann einen ganz speziellen Zweck erfüllen. Im Auto dann dafür sorgen, dass man die Navigation geht, dass man automatisiert fahren kann, dass der Airbag im richtigen Moment aufgeht, die Fensterheber funktionieren, im Handy die ganzen Funktionen übernehmen. Und jeder von diesen Halbleitern ist hochspezialisiert und besteht dann bei den Prozessoren wiederum aus Milliarden von Transistoren. Also ein heute in einem Handy befindlicher Prozessor hat über 10 Milliarden Transistoren, die dann alle funktionieren müssen und alle sehr, sehr klein sind. Wir reden über Nanometergrößen. Das sind also ganz, ganz kleine Strukturen. Und die Herstellung von so einem Chip dauert 3 Monate. Das ist nicht so, dass da morgens einer in die Maschine eingelegt wird und am Abend ist der fertig, sondern das dauert 3 Monate vom Anfang des Prozesses bis zum Ende des Prozesses mit tausenden Prozessschritten, um die herzustellen. Und was machen wir zusammen und wie wird Foundry eingesetzt und wieso bräuchte man Software, um eben die Herstellung von Halbleitern zu gewährleisten? Also was ist eben das Problem? Wir wissen jetzt, dank deiner Erklärung, dass wir im Grunde genommen ein Leben, wie wir uns das haben, nicht haben können ohne Halbleiter. Aber wieso Software, wieso das Können von euch und Software von uns, was ist die Mehrwert? Oder wieso ist das wichtig, dass wir zusammenkommen? Und was werden wir als Gesellschaft damit haben? Deswegen, ja. Also die Herstellung von einem Halbleiter, die wird durchgeführt mit sehr aufwendigem Equipment, mit Werkzeugen, mit denen diese Chips hergestellt werden und dafür werden viele Materialien gebraucht. Also da werden hoch spezialisierte Materialien, Chemikalien verwendet dafür. Das sind mehrere tausend unterschiedliche, die heute in der Halbleitertechnik verwendet werden. Und man kann sich vielleicht ganz plastisch machen. Wir alle haben vielleicht in der Schule mal Chemie gerne gehabt oder nicht so gerne gehabt. Und wenn man das Periodensystem der Elemente nimmt, davon die Hälfte wird für die Halbleiterherstellung gebraucht. Die Hälfte vom Periodensystem wird dort verwendet. Und diese Materialien sind, wie gesagt, hochspezialisiert, hochrein. Und die müssen eben dann zusammengeführt werden, um die Halbleiter herzustellen, die verschiedenen Prozessschritte. Und warum verwenden wir dann gemeinsam die Foundry? Weil wir eben aus diesen einzelnen Prozessschritten bekommen wir Milliarden Datensätze über Reinheit, die Qualität der Materialien, Temperatur, Druck und verschiedene Dinge. Und durch die Optimierung dieser Parameter können wir den Halbleiterherstellprozess besser machen. Besser machen im Sinne von, er wird dadurch eine höhere Ausbeute haben, also mehr Chips funktionieren am Schluss. Und da ist jede Nachkommastelle bei
bei der Ausbeute ist ein Gewinn natürlich für den Hersteller. Es macht die Dinge günstiger und für die Umwelt besser, weil ich dann weniger dann an Abfall auch habe. Ich erzeuge einen besseren Impact für die Umwelt, also die Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Punkt dabei. Und ich kann schneller neue Technologien erproben, weil ich nicht so viele Zyklen brauche, mit denen ich die neuen Technologien erprobe. Und das sind alles Effekte, die dann für unsere Kunden sehr wichtig sind, die Halbleiterhersteller. Ja, und für die Welt, weil wenn in komplizierten Zeiten die Kette der Lieferungsketten umgebaut werden müssen, also für einen Prozess, was ohnehin so kompliziert ist, dass man kaum der optimieren kann, dann haben wir eine Welt, wo die Autos nicht funktionieren, die Heizung funktioniert nicht, die Computers funktionieren, die alles powern funktionieren nicht. Und es ist ziemlich arg. Also das ist nicht nur eine akademische Sache, aber eine Sache, wovon wir im Grunde genommen alle abhängen. Ja, und die große Stärke ist, dass es eben nicht nur die Zusammenarbeit von zwei Partnern ist, ein Hersteller und ein Materiallieferant, sondern da gibt es die Hersteller des Equipments, da gibt es verschiedene Materialhersteller. Also es ist so many to many. Das ist also viele arbeiten zusammen und da sind natürlich gemeinsame Datenplattformen unwahrscheinlich hilfreich, weil der Austausch dann standardisiert ist und nicht zwischen zwei Partnern immer einzeln verhandelt werden muss. Ja, das ist auch eine Sache, was ich glaube von den meisten nicht verstanden wird. Die Zusammenarbeit von vielen Geschäften eben ist Voraussetzung, eine Halbleiter eben aufzubauen. Und das setzt auch voraus, dass die Daten eben alle in einer Form sind, die ausgetauscht, dass die operativ gehandhabt werden kann. Und dann braucht man Know-how, was auch sehr rar ist und Software eben, dass es untermauern kann. Ja, und ein wichtiger Punkt bei den Daten ist, dass diese Zusammenhänge nicht offensichtlich sind. Also die Spezialisten, und da arbeiten ja wirklich toll ausgebildete und hochfokussierte Spezialisten, die können natürlich nicht diese ganzen Zusammenhänge erkennen, die wir in der Foundry herstellen können. Das ist am Ende, wir haben Überraschungen erlebt, welche Parameter bei den Materialien plötzlich welchen Einfluss auf die Effektivität hatten. Also das ist eine ganz neue Sicht auf die Dinge, die wir sonst klassisch nicht hinbekommen hätten. Ja, es ist interessant bei vielen Dingen, wo wir aktiv sind, dass der Laienperspektive ist, dass das alles leicht herstellbar ist. Es ist 100%, die Wissenschaft ist so weit gestritten, so weit gekommen, dass man eben die Parameter schon vorher bestimmen kann. Aber wir sind noch nicht so weit. Also bei diesen komplizierten Vorgängen gibt es viel Luft nach oben. Und wir brauchen eben diese Fortschritte jetzt, weil aus politischen Gründen die Vernetzung eben plötzlich komplizierter ist. Genau, das sind mehr Spieler, mehr Zutaten, die dann eine Rolle spielen und natürlich die Gefahr, dass man aus der Erfahrung heraus, ich glaube, die Amerikaner nennen das Confirmation Bias hat, also man hat eine Annahme und versucht, die zu bestätigen und dass, wenn man da auf die Daten schaut, plötzlich eine komplett andere Sicht dann herkommt. Und das ist, was unsere Forscher dort und Forscherinnen gesehen haben, dass man eigentlich ganz, ganz anders auf die Dinge schauen kann, wenn man die Daten dann sich anschaut. Aber vielen Dank, also das hat uns viel bedeutet, mit euch zusammenzuarbeiten seit Jahren, unsere Plattform euch zu liefern und diese Zusammenarbeit mit euch und die Tatsache, dass das so eine große Rolle spielt und auch, dass viele Geschäfte sich daran beteiligen werden, motiviert uns bei Palantir und ist eine große Motivation für mich. Eine tolle Sache, vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurz, dass wir während der Pandemie zusammengearbeitet haben, ohne dass sich Menschen getroffen haben, fand ich besonders begeisternd, dass das funktioniert hat. Wir haben über wie viele Länder, über 3 Kontinente hinweg, Asien, Europa und Nordamerika gearbeitet während der Pandemie, ohne dass die Menschen auch nur einmal ins Flugzeug gestiegen sind. Das zeigt auch, glaube ich, wie gut die Teams gearbeitet haben. Vielen Dank dafür. War eine sehr begeisternde Zusammenarbeit und ist es noch, weil wir arbeiten ja immer weiter dran, das weiter zu verbessern. Danke, Alex. Ich denke auch. Danke dir. Ciao.